Ich werde probieren, mit einfachen Beispielen die Neuroanatomie zu erklären. Das ist immer so eine Sache, weil Neuroanatomie ist sehr verzwickt, sehr komplex und von daher müssen wir mit der Basis anfangen. Zuerst einmal geht es heute um die Gliederung des Nervensystems. Das Nervensystem an sich wird einmal gegliedert in das zentrale Nervensystem und das periphere Nervensystem. Das zentrale Nervensystem umfasst das Gehirn und das Rückenmark. Um alles ein bisschen einfacher zu verstehen, muss man sich das Nervensystem als Fabrik vorstellen. Die oberste Abteilung ist das zentrale Nervensystem. Das ist dann das Gehirn und das Rückenmark. Die untenliegende Abteilung, die Abteilung, die quasi ausführend ist, das ist das periphere Nervensystem. Jetzt, da wir uns das Nervensystem als Fabrik vorstellen und in der obersten Abteilung, richtig bei den Big Bossen, das zentrale Nervensystem haben, welches aus dem Gehirn und dem Rückenmark besteht, können wir uns auch vorstellen, dass diese Abteilung muss geschützt werden. Gut geschützt werden. Es gibt einmal den knöchernen Schutz vom Schädel und von der Wirbelsäule. Allein der knöcherne Schutz wäre einfach zu hart. Das Gehirn und Rückenmark würde natürlich andetschen überall. Um das Gehirn und um das Rückenmark herum gibt es einmal Hirn- und Rückenmarkshäute, die sogenannten Meningen. Und um das Ganze nochmal so ein bisschen weicher zu machen, liegt das Gehirn mit dem Rückenmark, welches umgeben ist von den Häuten, von den Meningen, in dem sogenannten Liquor cerebrospinalis. Den Liquor cerebrospinalis finden wir auch in den Hirnventrikeln, aber dazu ein anderes Mal. Als kleine Verbildlichung, das zentrale Nervensystem, der Big Boss, muss geschützt werden. Knöchern, ganz feste. Dann gibt es noch Häute, die um das Gehirn und um das Rückenmark drum sind. Und damit das Ganze noch so ein bisschen weicher ist, liegt das in einer Flüssigkeit, dem Liquor cerebrospinalis. Also nicht nur das Gehirn oben liegt in diesem Liquor, sondern auch wirklich im Rückenmark ist dieser Liquor zu finden. Jetzt brauchen wir natürlich irgendeinen Vermittler zwischen dem zentralen Nervensystem und dem Rest vom Körper. Und das ist dann das periphere Nervensystem. Das periphere Nervensystem wird repräsentiert von den zahlreichen Nerven, die den Körper durchziehen. Bei diesem peripheren Nervensystem gibt es sensible und motorische Leitungsbahnen. Das periphere Nervensystem ist quasi der Vermittler zwischen dem zentralen Nervensystem und dem Rest vom Körper. Es kann Impulse vom zentralen Nervensystem in die Peripherie bringen. Es kann aber auch Impulse von der Peripherie zum zentralen Nervensystem bringen. Und dadurch, dass das zentrale Nervensystem der Big Boss ist, sind Impulse, die vom zentralen Nervensystem ausgehen und durch das periphere Nervensystem weitergeleitet werden, immer motorische Impulse. Das ZNS sagt mach, es geht durchs PNS und es wird ausgeführt. Die Peripherie kann dem zentralen Nervensystem nicht sagen mach. Die Peripherie gibt immer nur sensible Impulse zum zentralen Nervensystem. Das heißt, Impulse vom zentralen Nervensystem in die Peripherie sind motorische Impulse. Impulse, die jetzt von der Peripherie hochgebracht werden zum zentralen Nervensystem, sind nur sensible Impulse. Das heißt, das PNS hat Leitungsbahnen, die motorisch sind und die sensibel sind. Ich fasse kurz zusammen. Wir haben jetzt das ZNS, welches geschützt ist mit den unterschiedlichen Häuten, mit den Knöchern durch den Liquor. Wir haben das PNS, das das Ausführungsorgan bzw. das Rezeptionsorgan vom ZNS ist. Die Mitteilungen quasi, die ausgetauscht werden zwischen dem Körper und dem Gehirn bzw. dem Rückenmark,
gehen durch das PNS. Da gibt es motorische Leitungsbahnen und sensible Leitungsbahnen. Motorische Leitungsbahnen sind immer zum Körper hin, in die Peripherie hin. Sensible Leitungsbahnen sind immer zum ZNS hin. Sowohl das ZNS auch als das PNS lässt sich nochmal unterteilen in ein somatisches Nervensystem und vegetatives Nervensystem. Das somatische Nervensystem ist einmal motorisch dafür zuständig, dass willkürlich die Skelettmuskulatur angesteuert wird und sensibel dafür zuständig, dass bewusst etwas wahrgenommen wird. Wie jetzt zum Beispiel, wenn ich mir auf den Arm drücke, dass ich bewusst diesen Druck wahrnehme. Dafür ist das somatische Nervensystem zuständig. Das vegetative Nervensystem, auch autonomes bzw. viszerales Nervensystem genannt, setzt sich aus zwei Anteilen zusammen. Einmal dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Diese beiden Anteile haben unterschiedliche Aufgaben. Aber beide dienen der unbewussten und unwillkürlichen Steuerung der inneren Organe. Unbewusst und unwillkürlich, also das Gegenteil vom somatischen Nervensystem. Bei dieser unbewussten und unwillkürlichen Steuerung der inneren Organe geht es um lebenswichtige Sachen. Das heißt Atmen, Blutdruckregulation, Verdauung. Jetzt haben wir das ZNS und das PNS nochmal unterteilt in somatisches Nervensystem und vegetatives Nervensystem. Also die Unterteilung vom ZNS in ein somatisches Nervensystem ZNS und PNS in ein somatisches Nervensystem und in ein vegetatives Nervensystem. Und bei dem vegetativen Nervensystem, das wird nochmal unterteilt in einen Sympathikus und Parasympathikus. Also Striche und Kreise. Sympathikus und Parasympathikus sind das vegetative Nervensystem. Wenn wir jetzt das ganze Nervensystem als Firma betrachten, mit den Abteilungen ZNS und PNS, dann haben wir in jeder Abteilung Menschen arbeiten, somatisches Nervensystem, verantwortlich für bewusste Motorik, also bewusste Ansteuerung der Skeletalmuskulatur und bewusste Wahrnehmung. Wissen, dass man gerade berührt wird. Bei dem vegetativen Nervensystem, das möchte ich gerne mit den Computern vergleichen. Das sind Sachen, die laufen ab, ohne dass wir uns bewusst sind. Das vegetative Nervensystem besteht aus dem Sympathikus und Parasympathikus. Beides hat eine unbewusste und unwillkürliche Steuerung der inneren Organe. Das war alles zur Gliederung des Nervensystems. Ich hoffe, mit dem Beispiel dieser Firma, und darauf werde ich immer wieder darauf zurückkommen, konnte ich das zentrale Nervensystem, das periphere Nervensystem mit dem somatischen Nervensystem, dem vegetativen Nervensystem, welches besteht aus dem Sympathikus und Parasympathikus, gut erklären. Bis zum nächsten Mal.